Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Jetzt reden wir heute über Holdinggesellschaften in Luxemburg, ja? Das tun wir. Also über Holdinggesellschaften und natürlich auch generell, was es für Gründe geben könnte, vielleicht Luxemburg als Wohnsitz zu wählen, ist ja immerhin nicht unattraktiv. Also ich habe vor uns gerade zum Beispiel gelesen, dass Luxemburg der erste Staat weltweit ist, der ein kostenfreies Personenbeförderungsangebot hat. Das heißt, man kann im ganzen Land kostenlos Bus, Bahn, Zug, was auch immer da fährt, benutzen. Zum Beispiel, also könnte auch ein interessantes Wohnsitzland sein, aber da müssen wir heute den Herrn Mayal mal dazu fragen. Vor allen Dingen, weil es natürlich, ich sage mal, nah an Deutschland ist oder so. Das heißt, wenn man jetzt irgendwo nicht abgeschnitten sein will von Freunden und Familie, dann ist es wahrscheinlich einfacher, als wenn man irgendwo hinzieht, Genau wo man so erst dann hinfliegen muss, umständlich. Ja. Genau so ist es. Ja, also ich bin ja selber schon mal in Luxemburg gewesen. Bei manchen Preisen ist mir kurz das Gesicht eingefroren. Andere Dinge sind wieder erstaunlich preiswert. Zum Beispiel Kaffee oder ich glaube, ich habe gelesen, Sekt ist steuerfrei. Ach Also was? Tja, du dann. man muss mit jemandem reden, der dort wohnt. Das werden wir heute auch machen, um zu sehen, was kommt unterm Strich raus. Ne? Also wie ist das Leben? Was kann man dort verdienen? Was wird einem abgeknöpft vom Staat an Steuern? Was gibt's für Förderungen und so weiter und so fort. Also ich bin gespannt. Und eben auch mal über das Thema Subharfi zu reden. Ist das im Trend oder gibt es andere interessante steuerliche Gründe? Ja, genau. Also ich meine, vor allen Dingen interessant, wie gesagt, ist ja Luxemburg als Holding-Standort, ja. Das ist sicherlich für viele ja auch ein Thema, ja. Also mal angenommen, du wohnst jetzt irgendwo in Spanien und so, hast Beckham-Law-Status oder sonst irgendwas, brauchst aber eine europäische Holding-Gesellschaft, ja. Und dann ist ja doch, sagen wir mal, Luxemburg auch vom Rechtssystem her jetzt näher vielleicht als jetzt der Limited in Malta oder sowas, ja. Das ja, aber auf der anderen Seite merken wir ja gerade, dass gerade die Europäische Kommission besonders solche Länder, wie zum Beispiel Luxemburg, wie zum Beispiel Malta, auch auf dem Kieker hat, ne? Und dort die Daumenschrauben anzieht und sich dort möglicherweise auch was ändert. Also ich entscheide mich möglicherweise für so ein interessantes Land, wo es heute noch günstige steuerliche Regelungen gibt und bin da kaum angekommen und dann kracht sozusagen mein Kartenhaus wieder zusammen, weil das doch nicht funktioniert. Also zum Beispiel heute Morgen habe ich im Fernsehen gesehen, sind ja gerade Diskussionen in der Europäischen Kommission, all den europäischen Ländern, die goldene Pässe anbieten. Und da wurde Malta übrigens auch erwähnt, dass die sind in einem Bürgerkrieg gerade, ne? Also Bulgarien ist kurz vorm Einknicken. Wegen den Russen hier, oder was? Unter anderem, aber generell mit Bulgarien redet man auch schon sehr, sehr lange. Aber mit Malta hat man jetzt zum Beispiel ganz stolz verkündet, juhu, wir haben es geschafft. Die maltesische Regierung hat uns zugesagt, wenigstens als ersten kleinen Schritt, jetzt Russen keine Staatsbürgerschaft mehr zu geben. Aber hat auch gleich wieder wer war das eigentlich, der ich komme mit den Europäischen Kommissionstiteln immer so durcheinander, aber der Justizoberste da in der Europäischen Kommission hat gesagt, wir wollen mehr von Malta. Das ist nur der erste kleine Schritt. Tja, und die Weißrussen wahrscheinlich auch mit eingeschlossen, ja? Genau, Belarus und Russland, genau. Und deswegen muss man halt immer sehen, wir werden uns zwar heute über Luxemburg unterhalten, möglicherweise ein schöner Standort, aber
vielleicht muss man sich ja auch nach Ländern umschauen, die weiter weg sind, außerhalb der Grenzen der EU. Ja, klar. Aber ich denke, wie gesagt, also als EU-Holding-Gesellschaft ist Luxemburg auf jeden Fall interessant. Dinge, die uns jetzt natürlich heute interessieren, sind so die typischen Sachen wie zum Beispiel Quellensteuer. Ja, wir hatten das ja schon erwähnt, zum Beispiel, als wir zum Thema Portugal die Folge aufgenommen haben. Ja, du lebst in Portugal, du kannst Dividenden steuerfrei vereinnahmen. Aber ich meine, wenn natürlich dann im Quellstaat, ja, also wo die Dividende ausgeschüttet wird, Quellensteuer veranschlagt wird, ja, dann ist natürlich die Freude nur halb so groß, ja. Deswegen ist natürlich eine interessante Frage hier bei Luxemburg, und ich meine, dass das geht. Also mir hat das ein Anwalt mal beschrieben, dass das machbar ist, obwohl Luxemburg eine Quellensteuer hat, aber da gibt es wohl die Möglichkeit, auf die Quellensteuer zu verzichten, ja, und das ist der interessante Punkt. Sebastian und ich, wir haben uns gerade schon so ein bisschen warm gesprochen über das Thema Luxemburg. Ja. Und über Luxemburg als Standort ist ja, ich bin zweimal in Luxemburg gewesen. Schade. Kommen Sie öfters. Schönes Land, schöne Stadt. Und ich habe vor uns gerade gesagt, das ist für mich auch so ein bisschen, also mir hat es sehr gut gefallen, muss man sagen. Dort alles sehr sauber aufgeräumt, hat mich auch ein bisschen an die Schweiz manchmal erinnert, wobei die Berge dann dort schon wieder gefehlt haben, ne? Aber von der Sauberkeit, Ordentlichkeit und so weiter und so fort, also hat mich schon beeindruckt. Ja. Also mit der Schweiz vergleicht man Luxemburg gerne, was den Finanzstandort angeht. Aber Luxemburg ist eigentlich ein guter Mix zwischen Frankreich, Deutschland und Belgien, je nachdem, wo sie in der Region sind. Auch von der Atmosphäre in den Städten ist es sehr, ja, französisch-belgisch-lastig, vielsprachig, multikulturell. Wir haben Ausländeranteile in Luxemburg-Stadt von 70%. Alle Luxemburger sind durchmischt. Sie haben keinen typischen Luxemburger. Also ein typischer Luxemburger hat eine portugiesische Mutter, einen italienischen Großvater, einen polnischen Vater oder einen französischen Vater meistens. Und es werden alle Sprachen zu Hause gesprochen. Und die Kinder reden aber dann in der Schule, ob sie schwarz, grün oder weiß sind, reden dann alle Luxemburgisch zusammen. Also es ist schon ein großer Mix, und es ist ganz anders als die Schweiz. In der Schweiz haben sie eben die Deutschen, die Italiener, und die mischen sich dann auch nicht. Und hier sind wir eben sehr klein und sehr, sehr vermischt, was das angeht. Und das Land selbst, ich meine, es ist klein. Ich meine, sie fahren von West nach Ost, fahren sie auf der Autobahn in 20 Minuten, sind sie von der deutschen Grenze in Frankreich. Aber es ist schon doch ein bisschen mehr zu entdecken. Also wir haben eine Luxemburger Schweiz, das ist eine wunderschöne Wandergegend. Weiter oben im Östlingen nennt sich das, also in den Ardennen, in der Eifel, sagen wir mal so, in der Luxemburger Eifel. Ich glaube, die richtigen Luxemburger werden jetzt mit dem Hammer auf mich draufhauen und sagen, nee, das ist der Östling. Sie haben wunderbare Weinberge unten an der Mosel. Wir haben auch eine Art Ruhrgebiet. Das ist an der französischen Grenze in Esch. Da haben sie auch einen Teil von der Uni und viele Start-ups dort sitzen, auch viel Kultur und Konzerte. Ich war vorgestern noch im schönen Konzert in der Rock Hall in Esch. Also sie haben eigentlich schon viel zu entdecken. Es ist klein, aber fein. Ich meine, es ist keine Stadt wie Berlin oder Frankfurt, aber es ist doch sie haben eigentlich doch hier viel kulturell zu tun. Und doch auch Abwechslung. Und sie sind mit dem Zug in 2 Stunden in Paris. Das dürfen Sie auch nicht unterschätzen. Genau, und ich glaube, der Herr Taberg hat gerade eben gesagt, ja, also Nahverkehr oder generell eigentlich öffentlicher Transport ist kostenlos in Luxemburg. Ist kostenlos. Also Sie können auch mit dem Zug von der deutschen Grenze an die französische Grenze fahren. Sie können mit dem Bus fahren, wohin sie möchten. Das ist alles kostenlos und es wird auch genutzt. Also die Politik der Luxemburger Regierung ist seit einigen Jahren eben den Autoverkehr aus der Stadt rauszudrängen. Wir kriegen auch kaum noch einen Parkplatz, schrecklich. Aber gut, die Busse und die Tram, wir haben jetzt auch eine Tram, das hatten wir lange nicht. Da sind die Luxemburger auch ganz stolz. Eine Straßenbahn, wo sie dann, das ist ganz praktisch, die führt durch die ganze Stadt, steigen sie ein, wo sie wollen. Das ist eigentlich ganz praktisch und wird auch genutzt. Das ist einfach, ist kostenlos. Was soll ich denn mit dem Auto irgendwo hinfahren? Kriege ich keinen Parkplatz. Ich persönlich mache alles mit dem Fahrrad in Luxemburg.
auch wenn es ein bisschen hügelig ist. Aber es ist, also das ist auch eins der schönen und guten Vorteile in Luxemburg, und hat eben auch eine hohe Lebensqualität. Ja. Und wie ist es mit den Sprachen in Luxemburg? Also ich meine, ich war selbst auch schon mehrmals in Luxemburg, zum Teil wird ja Deutsch gesprochen, zum Teil wird Französisch gesprochen. Oder ist das regional oder wie muss man sich das vorstellen? Also es ist schon regional. Also Luxemburg-Stadt ist das internationalste in Luxemburg. Also früher, ich bin seit 22 Jahren in Luxemburg. In Luxemburg-Stadt wurde eigentlich immer nur Französisch eigentlich gesprochen, weil die meisten Leute aus Frankreich hier kommen und hier arbeiten. Mittlerweile hört man in der Stadt selbst also die unterschiedlichsten Sprachen und sogar fast mehr Englisch als Französisch. Die Sprache der Luxemburger ist Luxemburgisch. Ja, ich kann auch mal die Lützeburg schwätzen, das geht schwer, wenn wir da weiter nicht mehr noch Lützeburg das ist die Sprache der Luxemburger. Das ist die Sprache, die auch die Luxemburger unter sich alle zusammenfügt. Allerdings sind die Luxemburger selbst auch eine Minderheit hier in Luxemburg. Also nicht nur unter der arbeitenden Bevölkerung, die hier ist, aber auch unter der Bevölkerung, die hier lebt. In der Regel wird wenn ich zum Beispiel mit einem Anwaltskollegen auf Luxemburgisch rede, werde ich im Nachhinein eine E-Mail auf Französisch schreiben. Weil die Standardsprache oder das, was bei uns Hochdeutsch ist, in Deutschland, ist hier Französisch. Ich würde ihm dann eine E-Mail auf Französisch schreiben. Das ist höflicher und werde ihm, und die meisten Luxemburger, auch wenn sich das langsam verändert, können dann auch, also früher war das, jetzt ist das mehr, weil das luxemburgische Schreiben wird auch mittlerweile gelehrt. Aber eigentlich ist die Hauptsprache Französisch. Deutsch geht auch, ja sicher, jeder Luxemburger kann Deutsch, aber meistens ist doch so im Umgang, wenn da ein paar Ausländer dabei sind, dann wird eher Französisch gesprochen. Klar, wenn nur Deutsche da sind, wird auch Deutsch gesprochen. Jetzt finde ich das klasse, dass wir so voll schon mitten im Thema sind. Trotzdem für unsere Zuhörer und Zuschauer würde ich gerne jetzt nochmal Ihnen die Gelegenheit geben, Herr Moyal, dass Sie sich jetzt zu Beginn zum Thema Luxemburg nochmal vorstellen. Sie sind ja Gast heute bei uns. Okay. Und wir sprechen über das zweitkleinste Land in der Europäischen Union. Wie Sie ja selber schon in Ihrer Kurzvorstellung beschrieben haben, soll es etwa 170 verschiedene Nationalitäten geben, die in diesem winzig kleinen, aber in diesem kleinen Land wohnen. Und Sie haben selber schon gesagt, viele, viele Ausländer. Also es war eine schöne Vorstellung. Aber jetzt wollen wir Sie auch nochmal vorstellen. So, also wer sind Sie und was tun Sie in Luxemburg? Okay, gut. Ich meine, das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Also mein Name ist Moyal. Ich bin ursprünglich aus Deutschland, aus Trier, aus der Grenzregion hier. Bin seit 22 Jahren in Luxemburg in verschiedenen Kanzleien untergekommen und habe eine eigene Kanzlei in Luxemburg, die nennt sich M&S Law, mit mehreren Partnern hier. Wir sind um die 20 Personen in Luxemburg-Stadt, machen überwiegend Wirtschaftsrecht und Wirtschaftsprozessrecht in Luxemburg. Wir sind eine typische mittelständische Kanzlei. Unsere Kanzlei selbst ist sehr nach Deutschland orientiert, auf den deutschen Markt orientiert. Bei uns spricht jeder in der Kanzlei Deutsch. Typischerweise sind die Anwälte in Luxemburg aus Frankreich stämmig und werden eher wenig Deutsch reden. Sie finden auch echte Luxemburger als Anwälte. Das ist aber wieder so eine Besonderheit in Luxemburg. Die Luxemburger Anwälte, denen ist der Beruf irgendwann zu anstrengend und die gehen dann in die Verwaltung oder ins Ministerium. Eine ehemalige Praktikantin von mir ist jetzt Justizministerin. Ah ja, was spricht da für Sie? Nein, also das war in meiner Anfangszeit. Das spricht wenig für mich. Ich habe ihr nur, das war in meiner Anfangszeit, da war ich selbst ganz grün hinter den Ohren. Aber das ist einfach nur, also die typischen Luxemburger, also einige machen klar ihre eigenen Kanzleien auf, aber die typischen Luxemburger gehen nach einer Zeit dann, weil eben auch die Angebote so gut sind von den Ministerien, die gehen typischerweise in die Ministerien, und die Anwaltschaft, die sie in Luxemburg haben, die setzt sich eben auch zum großen Teil eben aus nicht echten Luxemburgern zusammen. Was kann ich Ihnen noch über mich sagen? Ich habe einen nicht sehr deutschen Namen. Das merkt man dann nicht. Ich werde dann immer gelobt, auch Sie können aber gut Deutsch. Meine Mutter ist Deutsche, mein Vater kam aus Israel und deswegen ist mein Name
nicht typisch deutsch. Naja, ist eben so. Ja, und eben seit 22 Jahren, also mein erster Beruf war hier also ich bin direkt nach dem Studium nach Luxemburg gekommen und habe dann nochmal Luxemburger Staatsexamen quasi gemacht, um mich dann als Avocat à la Cour, so heißt es hier, niederzulassen. Und dann habe ich mich noch als Rechtsanwalt, weil ich ja die Zulassung hatte, auch noch zugelassen in Deutschland. Und irgendwann habe ich dann noch englisches Anwaltsexamen gemacht und bin auch noch als Solicitor zugelassen in England. Ich bin aber zu 99% in Luxemburg tätig. Kann ab und zu mal für englische Mandanten als Solicitor Ausweise beglaubigen. Das mache ich dann ab und zu, aber ich bin also trotzdem, auch wenn es für deutsche Ohren ein bisschen, also nicht typisch anhört, ist mein Werdegang eigentlich eher typisch für Luxemburg. Also ich bin nicht der Einzige, der viele Sprachen spricht, und ich bin nicht der Einzige mit mehreren Zulassungen. Das ist eigentlich eher gang und gäbe hier in Luxemburg. Wie hat sich denn nach Luxemburg dann verschlagen von Deutschland aus? Was war denn der Grund für Sie dort, dann nach Luxemburg umzuziehen? Rein Karriere oder persönlich? Also ich würde Ihnen gern was Abenteuerliches erzählen. Das kann ich. Ich kann Ihnen von Kollegen, die wir ja auch eine Kanzlei haben, also bei manchen ist es Karriere, bei manchen ist es, die Liebe, die einen nach Luxemburg zieht oder hier in die Region. Bei mir ist es ganz profan. Ich komme aus der Gegend. Ich komme aus Trier ursprünglich und hatte dann, in meinem Interessengebiet war eben, in Trier ist wunderschöne Stadt, ja, aber wirtschaftlich ist da relativ wenig. Und ich wollte immer gerne international arbeiten, auch in mehreren Sprachen arbeiten, und das war in Trier leider nicht möglich. Und Luxemburg ist auch interessant, ist eine Hauptstadt, Sie machen hier als Anwalt Sachen, die Sie auch in Frankfurt in der Großkanzlei oder in Hamburg eher selten zu sehen kriegen. Und wir haben ständig mit richtig großen, interessanten Fällen und Mandanten zu tun. Also es war dann nicht das Geld und nicht die Steuern, das war schon eher das Thema, was mich nach Luxemburg gezogen hat, dass ich dann hier eine Möglichkeit habe, mehrsprachig zu arbeiten. Also die Gerichtssprache ist ja Französisch. Wir arbeiten überwiegend auf Französisch, was Gerichtssachen angeht. Im Advisory-Bereich, Verträge und Ähnliches, arbeiten wir auf Englisch. Das ist in Deutschland nicht. Also das würden Sie in Deutschland eher selten hinkriegen, dass Sie so mehrsprachig arbeiten. Und das hat mich nach Luxemburg gezogen. Und deswegen habe ich dann auch direkt nach dem Studium, da ich auch aus familiären Gründen aus Trier nicht wegkam, mir einen Job in Luxemburg gesucht. Und nicht in Frankfurt oder in Paris oder in London. Da sind wir, glaube ich, auch schon beim Thema, ja. Also ich meine, Sie haben jetzt gerade erwähnt, Sie haben da mit sehr großen Mandanten zu tun, und dafür ist ja Luxemburg auch bekannt, ja. Vielleicht auch so in den letzten 10, 15 Jahren vielleicht zum Teil auch negativ. Wir wissen ja, dass große amerikanische Unternehmen, die nicht ihre europäische Niederlassung in Irland haben, haben ihre europäische Präsenz dann oder sogar weltweite Präsenz außer Amerika in Luxemburg. Bekannte Beispiele sind ja Amazon, Microsoft gehört dazu, PayPal gehört dazu. Also Luxemburg ist ja schon in Europa, wenn nicht weltweit, ein sehr bedeutender Standort für Holdinggesellschaften, aber auch, jetzt sagen wir mal, um alternative Investmentfonds, Beteiligungsgesellschaften zu strukturieren. Würden Sie das auch so beschreiben? Ja, absolut, obwohl der Markt hat sich schon verändert in den letzten Jahren. Also das, was Luxemburg war, als ich in Luxemburg angefangen habe, und was Luxemburg heute beruflich ist, das sind zwei Welten. Also das hat sich sehr verändert. Also früher hat man immer so gescherzt, Luxemburg ist so die Möglichkeit für belgische Zahnärzte, ihr Geld zu verstecken. Das ist so 80er Jahre. Da hat sich Luxemburg sehr gewandelt. Und auch diese Holdingstrukturen, das wird immer weniger und auch immer weniger interessant, da eben auch der Druck von den anderen Ländern kommt auf kleine Länder wie Luxemburg, aber auch Zypern oder Malta, die spüren das ja auch. Aber auch, dass die Luxemburger Regierung schon seit einigen Jahren auch dahinter steckt. Also ich hatte einmal ein Panel mit dem Wirtschaftsminister, war ich dabei, und der hatte dann auch gesagt, Luxemburg möchte nicht mehr grau sein, sondern möchte eine weißere Weste als weiß sein, und wir möchten ganz gerne vorne dabei sein, um zu zeigen, dass wenn man in Luxemburg investiert, ist es eben
kein shady Business, sondern in Luxemburg ist alles sauber. Gut, es gab einige Skandale, die werden auch aufgearbeitet. Und was ich von der Praxis eben sehe, ist, dass es eben die Art und Weise, wie wir arbeiten, die Art und Weise, wie die Mandanten kommen, das ist ganz anders als so, wie man sich das vorstellt. Also die Fragen wie Geldwäschevorschriften, die werden ganz hoch gesetzt. Das haben deutsche Kollegen oder französische Kollegen kennen das gar nicht. Also wir müssen von jedem Mandanten also ein großes Portfolio an Informationen einholen, um sicherzugehen, dass wir hier niemandem helfen, dass er Geldwäsche betreibt. Also erzählen Sie das mal einem deutschen Kollegen, was er denn beim Mandanten an Informationen einnehmen muss, um überhaupt für ihn arbeiten zu können. Das ist eben in Luxemburg ist das eben ganz stark. Ja, und auch diese Praxis mit den Tax Rulings, da sprechen Sie ja drauf an, was vor einigen Jahren, ja, also vor einigen Jahren noch gang und gäbe war. Das wurde ja auch ganz, ganz abgeschafft oder es ist eben sehr, sehr schwierig, heutzutage noch ein Tax Ruling zu halten und die gelten dann eben auch nicht bis Ultimo, sondern auch nur für einen gewissen Moment. Also da gibt es schon einiges an Regelungen, die hier eingebracht worden sind. Viel natürlich auch aufgrund der Skandale und viel auch gezwungenermaßen von europäischer Seite. Aber na gut, ich denke, es tut Luxemburg auch gut, aus dieser Schmuddelecke rauszukommen. Und ich denke, Luxemburg, also aus der internen Luxemburger Sicht, denke ich, ist Luxemburg schon längst draußen aus der Schmuddelecke. Aber gut, der Ruf klebt dann noch ein bisschen dran, weil sie ganz früher dann eben dann doch es zu einfach gemacht haben. Aber stimmt schon, ich meine, für einen Vergleich, ich meine, das Luxemburg ist ein kleines Land, die können eben viel einfacher steuerattraktive Modelle großen Firmen anbieten als Deutschland oder Frankreich zum Beispiel. Deswegen Amazon ist nicht hier, weil die Landschaft hier so schön ist oder weil es so vielsprachig ist, sondern weil es eben steuerlich attraktiv ist. Und zweitens, weil sie eben vielsprachige Mitarbeiter hier kriegen. Aber da fragt man sich, was zuerst da war, die Henne oder das Ei. Ist die Vielsprachigkeit hier, weil Luxemburg so attraktiv ist oder weil eben so viele internationale Firmen hier sind? Microsoft genauso. PayPal ist einer der ersten E-Banks in Europa und die haben es sich eben in Luxemburg ansässig gemacht. PayPal ist übrigens eine richtige Bank. Die haben eine echte Bankenlizenz in Luxemburg. Aber es stimmt schon. Ich meine, also Luxemburg ist so erfolgreich nicht weil es so schön ist, sondern weil es eben attraktive Steuermodelle für große Unternehmen hat, die dadurch eben insgesamt weniger Steuern zahlen. Ja, bleibt denn aber jetzt damit haben Sie jetzt ja einen Trend angesprochen, letztlich, der sich ja, glaube ich, jetzt hier weltweit und auch in der Europäischen Union natürlich hier jetzt so durchsetzt, nach und nach, ja auch in Ländern wie Malta oder Irland und so weiter, auch durch die ganzen Initiativen, sage ich mal, durch die OECD oder durch die EU, ob es jetzt BEPS ist, ob es jetzt die verschiedenen Maßnahmen gegen die Steuervermeidung ist und so weiter. Also damit bestärkt sich im Grunde, dass Luxemburg letztlich hier im Trend liegt und im Grunde solche Modelle nicht mehr zeitgemäß sind. Ja. Ich meine, Luxemburg ist ja auch, ich meine, als ich angefangen habe in Luxemburg, haben wir Holdinggesellschaften nach und nach gegründet. Ich habe für die Kanzleien, in denen ich gearbeitet habe, man braucht ein Bankkonto, ruft man schnell bei der Bank an, ich brauche ein Bankkonto für die Firma, in 5 Minuten haben sie das Bankkonto gehabt. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Auch die das ist ja schön, jetzt doch Nein, aber ich meine, ist ja auch richtig, dass es so einfach nicht mehr ist. Ich meine, das war einfach viel zu einfach damals. Aber das ist jetzt auch schon lange her. Ich meine, heutzutage ein Bankkonto aufkriegen, das ist für eine Firma, für eine Holding vor allen Dingen, das ist so gut wie unmöglich. Luxemburg selbst steuert mehr einerseits in die Fondsrichtung. Also Fonds sind ja schon seit langer Zeit einer der Schwergewichte in Luxemburg. Ich glaube, die meisten Fonds in Europa sind, glaube ich, neben Irland in Luxemburg oder vielleicht in Luxemburg sogar mehr als in Irland. Das ist so der attraktivste Selling Point, glaube ich, in letzter Zeit in Luxemburg. Und damit sind wir auch immer mehr beschäftigt, in diesen verschiedenen Fondsstrukturen aufzubauen oder kleinere Fondsstrukturen aufzubauen. Oder eben auch Startups werden eben, gerade im Finanzsektor, Startups werden unheimlich gefördert in Luxemburg. Und wir haben eben auch Menschen aus aller Herren Länder jetzt hier, die dann ihre
eigenen Startups aufsetzen, aber meistens im Fondsbereich oder im Finanzsektor mit neuen Ideen. Luxemburg ist nicht Berlin, aber die Nische, die ich denke eben sehe, ist eben Startups im Finco-Bereich oder in den oder Dienstleistungen im Bereich von Cryptocurrencies oder ähnliches. Also das ist das, was ich dann auch öfters hier sehe und worauf sich dann Luxemburg versucht zu spezialisieren. Also nicht Startups im allgemeinen Bereich, dass sie dann irgendwelche Haushaltsmittel hier herstellen oder für die Entertainment-Industrie, sondern eben Startups eben spezialisiert auf Finco. Das sehe ich hier häufig. Ja. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich weiß gar nicht. Nee, alles gut. Ja. Wir haben ja bereits einiges über die Landschaft und Unternehmen in Luxemburg gehört. Jetzt wäre es mal interessant zu wissen, wovon Luxemburg eigentlich hauptsächlich lebt und wie sich das entwickelt hat. Wir wissen ja, dass der Finanzsektor eine sehr große Rolle in Luxemburg spielt. Herr Moyal erklärt uns dazu jetzt auch, wieso dieser Sektor so groß wurde. Luxemburg hat damals, wenn Sie in die Geschichte schauen, Luxemburg war damals ein Gründer der Montanunion und vor 100 Jahren war Luxemburg eben auch ein großer, wichtiger, im Süden vom Land haben sie noch die ArcelorMittal hat ja auch hier einen Sitz, hier die Arbeit damals, das war ein ganz wichtiger Sektor oder das war der wichtigste Geldbringer für Luxemburg, das war die Kohle. Oder die Eisen, wie nennt man das? Waren das Kohle oder Eisen? Die Eisenminen im Süden. Aber das ist ja, wissen ja selber, das ist wie das Ruhrgebiet, das ist alles weggefallen oder viel weniger wichtig. Aber klar gebe ich Ihnen recht, wenn der Finanzplatz Luxemburg nicht wäre, dann wäre in Luxemburg wenig. Also da hätten Sie den Weinbau, wunderschön, da ist noch ein bisschen Montanunion und die Landwirtschaft. Und die echten Luxemburger, vielleicht kann ich da nochmal vom Anfang zurückgreifen, als Sie mich gefragt haben, welche Sprache wird denn gesprochen. Also Luxemburg ist auch noch sehr ländlich. Also wenn Sie aus Luxemburg-Stadt rausfahren, also hier 5 Minuten hinter Luxemburg, da haben Sie eben auch viele Kühe auf der Weide und viel Landwirtschaft. Das ist dann auch, und je mehr sie in den Norden fahren, da wird auch kaum Französisch gesprochen. Die reden dann eben alle auch nur Luxemburgisch untereinander. Das ist dann eben so wie auf der deutschen Seite im Hunsrück oder in der Eifel. Jetzt bin ich trotzdem verwirrt, Herr Moyal, weil Sie hatten vor uns erwähnt, dass die luxemburgische Regierung eigentlich nicht mehr, will gerne eine weiße Weste haben, oder? Keine graue Weste. Ja. So, womit überzeugen Sie mich jetzt als Unternehmer, nach Luxemburg zu kommen und dort mein Unternehmen zu gründen, wenn es nicht Steuersparmodelle sind? Nein, es gibt natürlich, steuerlich ist es attraktiv, immer noch attraktiv. Aber wir sind kein Dubai. Es ist nicht mehr so einfach wie vor 20 Jahren. Aber wir sind immer noch steuerlich attraktiver als in anderen Ländern. Was bedeutet attraktiv? Also wenn Sie das vielleicht mal ganz kurz unseren Zuschauern und Zuhörern erklären können, was ist der steuerlich attraktive Punkt von Luxemburg? Also der steuerlich attraktivste Punkt es wird sehr schwer, wenn Sie eine Privatperson sind. Also eine Privatperson, oder ein Mittelständler sind, der versucht, sein Geld zu sparen und da nach Luxemburg zu gehen. Das ging vielleicht früher, das wird zu teuer werden. Also geben Sie mehr Geld aus, um Ihre Struktur aufzubauen, um Steuern zu sparen, als es sich am Ende lohnt. Die Steuersparmodelle, die Sie in Luxemburg haben, die sind eher auf größere Unternehmen gerichtet. Zum Beispiel, fange ich bei den größten an, die Fonds. Die Fonds sind steuerlich transparent, die werden dann in Luxemburg auch nicht besteuert. Das ist der größte Selling Point. Also wenn Sie ein großes Private Equity Unternehmen sind, ein großer Fonds, dann setzen Sie Ihren Fonds in Luxemburg auf und die Strukturen drunter, weil Sie dann hier so gut wie keine Steuern bezahlen. Dann eine andere Möglichkeit sind immer noch die Luxemburger Holdinggesellschaften, allerdings unter der Prämisse, dass sie in Luxemburg immer auch entsprechend Substanz haben. Früher ging viel über Briefkastenfirmen, das geht auch noch für manche Länder, aber das wird immer schlechter und immer weniger.
also sogenannte SOPA-Fees, Société de Participation Financière, Beteiligungsgesellschaften, indem sie dort ihre deutschen, französischen oder sonst was polnischen Gesellschaften reinpacken. Das sehen Sie immer noch öfters, meistens auch mit Immobiliengesellschaften, die drin stecken oder auch, das haben wir jetzt gehabt, Superfees mit ukrainischen Gesellschaften, ukrainischen Fabriken. Das ist jetzt alles nicht so schön. Die dann aufgrund von Doppelbesteuerungsabkommen eben nur in der Ukraine zum Beispiel oder in Deutschland besteuert werden und dann hier auf dem Level dann nicht mehr, aufgrund des Schachtelprivilegs, was sie in Luxemburg haben. Also das ist nach wie vor attraktiv. Allerdings ist es weniger attraktiv. Es ist nicht mehr so einfach aufzusetzen, weil es sehr schwer ist, ein Bankkonto aufzumachen. Es ist sehr schwer, die Substanzerfordernisse der anderen Länder zu erfüllen. Also es ist nicht Luxemburg, die diese Substanzerfordernisse aufsetzt, sondern die anderen Länder. Also es ist schauen, dass sie dann eben hier auch Personal haben und Büroräumlichkeiten haben. Und Luxemburg ist auch sehr teuer. Auch wenn es ein kleines Land ist, also sie haben hier Lebensunterhaltungskosten wie in einer deutschen Großstadt, München oder ähnliches. Und entsprechend sind auch die Gehälter und entsprechend müssen sie eben auch für Miete bezahlen und entsprechend müssen sie auch ihre Mitarbeiter bezahlen, damit sie eben entsprechend Substanz haben. Und das ist eben für einen Zahnarzt lohnt sich das nicht. Ja, also das ist klar, ja. Also ich meine, das ist ja auch ein Punkt, den wir ja immer rauf und runter beten, auch auf unseren Webseiten. Also ich meine, ohne Substanz, ja. Sind ja solche Modelle grundsätzlich überhaupt nicht mehr möglich. Und wenn man natürlich da für jemand, der jetzt, 100.000, 200.000 Gewinn oder sowas macht, ja, oder 500.000 Gewinn wahrscheinlich auch noch, lohnt sich das ja alles ja sowieso nicht, ja, weil, wie Sie schon gesagt haben, die Strukturkosten sind so hoch, ja. Dann kann ich ja gleich Steuern bezahlen, ja. In einem anderen Land. Also ich meine, das würde natürlich, das überhaupt keinen Sinn machen. Das Ganze lohnt sich natürlich sowieso immer nur unter der Prämisse, dass man schon ziemlich substanziell natürlich dann auch hier Umsätze und Gewinne hier dann fahren kann. Das ist ganz klar. Wir haben jetzt relativ viele Mandanten, die jetzt gar nicht in Deutschland leben, sondern eben viele Mandanten, die in verschiedenen Ländern leben und da verschiedene Sonderstati haben. Also zum Beispiel in Spanien Beckham Law oder NIR-Status in Portugal, Non-Doms in Irland, UK, Malta, Zypern in diesen Ländern. Das heißt, sie haben eigentlich jetzt gar nicht hier die Probleme mit ihrem Wohnsitzstaat, ja, hinsichtlich von Einkünften, weil ja die ohnehin Auslandseinkünfte steuerfrei vereinnahmen können. Ja. Wie sieht denn das aus jetzt zum Beispiel bei luxemburgischen Holdinggesellschaften mit der Quellensteuer? Gibt es Quellensteuer in Luxemburg oder wie muss ich das vorstellen? Wissen Sie, was der Vorteil von Luxemburg ist mit der Quellensteuer? Sie haben immer Möglichkeiten, das woanders in Abzug zu bringen. Und gerade wenn Sie eine Holdinggesellschaft haben und vom Schachtelprivileg profitieren, zahlen Sie eben, wird dann die Quellensteuer, soweit ich in Erinnerung habe, dann davon entsprechend verringert. Aber da können Sie mich jetzt nicht drauf festnageln, aber eine Quellensteuer von 15% gibt es in Luxemburg. Was interessant ist für diese ganzen Offshore-Mandanten, die sowieso keine Steuern zahlen, das ist eine Luxemburg SPF. Das ist quasi eine Offshore in Luxemburg, die von allen Doppelbesteuerungsabkommen ausgenommen ist. Also kann von keinem Doppelbesteuerungsabkommen profitieren. Allerdings wird es in Luxemburg nicht besteuert, oder ganz gering besteuert. Sie zahlen eine Steuer aufs Kapital, wenn Sie 12.000 Euro Kapital haben, zahlen Sie 3% oder 0,5% im Jahr an einer Jahressteuer. Das ist das, was viel von solchen Mandanten, die Sie eben gerade von denen Sie gerade erzählt haben, also HNWIs, die eben auch ihr Geld in bestimmten Strukturen haben möchten und die selbst persönlich von der Steuerpflicht, weil sie sonst wo leben, ausgenommen sind. Also die SPF, die
hat. Naja, vor 2 Wochen auch gut mit russischen Mandanten funktioniert, aber auch mit polnischen Mandanten, die das gerne benutzt haben. Oder eben mit Mandanten, die in leben, wo sie eben steuerbefreit sind. Jetzt will die EU-Kommission ja, dass in allen europäischen Ländern Gesellschaften ohne angemessene Wirtschaftstätigkeit dort keine Steuervorteile mehr erhalten sollen. Da gibt es ja extreme Vorhaben. Also, wobei man natürlich immer noch definieren muss, was ist eigentlich eine angemessene Wirtschaftstätigkeit? Das ist ja immer so eine Definitionsfrage. Aber machen Sie sich da jetzt Sorgen über den Standort oder macht Luxemburg sich Sorgen, dass dort vielleicht sich einiges in Zukunft... Also das ist ja schon alles, das ist müsste? Absolut. Ich meine, das ist ja schon seit einigen Jahren so. Und Luxemburg ist ja schon länger. Ich meine, das kommt ja nicht von heute auf morgen sowas. Und Luxemburg ist, das ist jedenfalls unser Eindruck, schon länger dabei, den Kahn in eine andere Richtung zu lenken und eben von diesen typischen Steuersparmodellstrukturen wegzukommen und alles mehr in Richtung Fondsgesellschaft und komplexere Strukturen zu gehen. Ja, die ja steuerlich immer noch attraktiv sind, die aber nicht von diesen Maßnahmen so getroffen sind, weil es eben weil sie da eben keine eine Person dahinter haben, die eine Gesellschaft hat und direkt zurückzuführen ist auf diese eine Person, die da weniger Steuern zahlt, sondern die ihre Steuern spart, indem sie ihre Gesellschaft, ihre finanziellen Mittel in einen Fonds reinsetzt und dadurch eben viel weniger Steuern zahlt. Aber der Fonds ist eben auch viel komplexer und viel schwerer zu handhaben und auch viel regulierter. Die anderen Strukturen sind ja alle nicht reguliert. Also geht Richtung regulierte Strukturen, die nicht von diesen Maßnahmen getroffen sind, komplex regulierte Strukturen, die dann steuerlich immer noch attraktiv sind, aber eben nicht für jeden. Wie gesagt, es ist ja, glaube ich, auch allgemein bekannt, dass eben Luxemburg für Investmentsfonds ein sehr interessanter Standort ist. Da gibt es ja auch andere Standorte, zum Beispiel jetzt mal in der EU, Irland, die sich da besonders hervortun, vor allen Dingen jetzt auch nach Brexit, das einzige englischsprachige Land ist in der EU. Wo sehen Sie jetzt den Vorteil für einen Investmentfonds, den in Luxemburg zu strukturieren gegenüber Irland? Ja, die Ähnlichkeiten zwischen Irland und Luxemburg sind schon da. Ja, Luxemburg ist auf dem Kontinent, Irland ist weiter weg. Die Dokumentation in Luxemburg wird auch alles auf Englisch gemacht. Auch also es gibt dann gerade in dem Fondsbereich keine Pflicht, das auf Französisch oder auf Deutsch zu machen. Also die Amtssprachen in Luxemburg sind Deutsch, Französisch und Luxemburgisch. Und Gesellschaftsunterlagen müssten entweder auf Deutsch oder auf Französisch sein. Bei den Fonds ist das anders. Das können Sie alles auf Englisch aufsetzen. Insofern auch eben die Konkurrenz zu Irland. Steuerlich ist es sicher ähnlich in Irland wie in Luxemburg. Also die Fonds zahlen eben ihre Registrierungsgebühren, die Standardgebühren bei der Finanzaufsicht, auch die Erhaltungskosten, aber zahlen eben auch keine Steuern. Der Vorteil in Luxemburg gegenüber Irland sind vielleicht, also damit macht Luxemburg immer gerne Werbung, sind die kurzen Wege zur Finanzaufsicht. Also die Finanzaufsicht ist auch immer sehr reaktiv, weil die ja auch ein Interesse daran haben, die Fonds reinzubringen. Vielleicht, und das hofft jedenfalls Luxemburg, dass Luxemburg eben auch der seriösere Standort gegenüber Irland ist, weil sie eben auch so sehr darauf drängen, dass eben die ganzen Geldwäschevorschriften eingehalten werden und eben quasi als EU-Schweiz dastehen. Und vom Know-how ist vielleicht, na gut, da will ich Irland jetzt nicht auf die Füße treten. Ich glaube, es ist schon sehr, sehr ähnlich, aber die Wege nach Luxemburg sind einfach kürzer für jemanden in Europa, als nach Irland zu gehen, und eben auch die Vielsprachigkeit. Da, wo sie in Irland nur mit Englisch weiterkommen, kommen sie dann in Luxemburg eben auch in anderen Sprachen weiter, obwohl dann auch die Dokumentation in der Regel auf Englisch ist. Das ist ja in Ordnung. Ja, das ist ja auch besser also sie muss nicht auf Französisch sein oder auf Deutsch, sondern kann auf Englisch sein, kann natürlich auch auf Deutsch sein. Das können sie in Irland zum Beispiel nicht machen. Sie können keinen Fonds auf Deutsch aufsetzen oder auf Französisch. Das geht in Luxemburg eben. Die Wege sind kurz und die Flexibilität
also in gewissen Maßen, aber na gut, die Wege sind kurz und Sie können dann eben kurz bei der CSDF anrufen oder vorbeigehen. Da kenne ich mich jetzt nicht in Irland aus. Irland hat sich ja auch seine Selling Points. Aber na gut, nach Luxemburg können Sie im Auto fahren. Naja gut, es sind ja auch oft, sagen wir mal, Punkte, die sind jetzt eher weicher, ja. Also zum Beispiel, weiß ich, die Amerikaner fühlen sich in Irland wohler, möglicherweise, das ist jetzt reine Spekulation, weil es eben angelsächsisches Rechtssystem ist, weil Englisch die Sprache ist, ja, weil es eine traditionell über Jahrhunderte gewachsene Beziehung zu Irland gibt, während vielleicht sich Deutsche und Kontinentaleuropäer in Luxemburg besser aufgehoben fühlen aufgrund der Mehrsprachigkeit englisches Rechtssystem. Und ich meine, das sind ja oftmals Faktoren, ja, auch dann, sage ich mal, die Optik von außen, ja, was dann möglicherweise für Investoren ja dann ein wichtiger Punkt ist, ja, wie das Ganze dann strukturiert wird, ja. Also ich denke, sind die Kosten, also jetzt mal so, es gibt ja so, sagen wir mal, Länder, also zum Beispiel jeder weiß ja zum Beispiel in London sind die Anwaltskosten sehr hoch, ja, sage ich jetzt mal, und in den USA auch, ja, also sage ich jetzt mal so ganz lapidar, die Honorare, mal so ganz vereinfacht. Würde man sagen, dass so ein Standort Luxemburg vergleichbar ist mit Irland hinsichtlich der Legal Fees oder Deutschland oder oder ein teurer Standort ist, wenn man sich das vorstellt? Also Luxemburg ist, glaube ich, ein teurer Standort von den Legal Fees, aber nicht so teuer wie die USA oder England. Okay. Also wir freuen uns immer, wenn wir Mandanten aus den USA oder England haben. Probleme. Ja, ich glaube, da freut sich jeder. Ja, ich meine, das ist klar. Da kann, glaube ich, jeder gut mithalten. Nein, aber im Vergleich, also es gibt ja auch, es unterscheidet sich ja von Kanzleien zu Kanzleien. Wenn Sie zu einer Großkanzlei gehen, haben Sie natürlich andere Fees, als wenn Sie zu einer mittelgroßen Kanzlei gehen. Das ist auch klar. Aber die Fees in Luxemburg sind hoch. Ja, also wenn Sie nach Münster gehen, zahlen Sie sicher andere Fees, aber in Münster werden Sie auch keinen Fonds aufsetzen, als wenn Sie nach Luxemburg gehen. Also die Fees sind hier in Luxemburg schon höher, sind eben vergleichbar mit Fees, die Sie in Düsseldorf oder München oder in Frankfurt zahlen in der Wirtschaftskanzlei. Also das ist schon vergleichbar, aber nicht das, was in London oder New York zahlen würde. Wir wollen jetzt etwas detaillierter auf das Gründen einer Gesellschaft in Luxemburg eingehen. Wie läuft der Prozess ab? Wie lange dauert es überhaupt, eine Gesellschaft zu gründen und gibt es Hürden? Im selben Zusammenhang wollen wir auch fragen, wie der Wohnsitzwechsel vonstatten geht und was man beachten muss. Wenn Sie in Luxemburg leben wollen und keine EU-Bürger sind, dann brauchen Sie einen Aufenthaltstitel. Okay. Ja, ist einfach so. Klar, das ist überall so. Ja. Und einen Aufenthaltstitel brauchen Sie hier, um hier zu leben. Um eine Gesellschaft zu gründen, müssen Sie kein Luxemburger sein, müssen nicht in Luxemburg leben, können aus Südafrika eine Gesellschaft hier gründen und die auch halten. Kein Problem. Okay. Wenn Sie das geht für eine Holdinggesellschaft. Wenn Sie jetzt tatsächlich einen Autohandel in Luxemburg gründen wollen oder jemand, der eine Gesellschaft, die Import-Export betreibt, dann brauchen Sie eine Handelsermächtigung. Vom Wirtschaftsministerium. Die ist aber relativ leicht zu erhalten. Sie müssen dann zeigen, dass sie kein Krimineller sind, dass sie keine Insolvenz in der Vergangenheit hatten. Auch ihre Ausbildung müssen sie nachweisen und wenn die Unterlagen vollständig sind, kriegen sie innerhalb von 2 Wochen eine Antwort, ja, hier ist deine Handelsermächtigung, du darfst hier arbeiten. Du darfst hier Import-Export betreiben, du darfst hier Rechnung ausstellen oder was auch immer. Man macht Dienstleistungen, Beratung, Startup hier aufmachen. Das geht also. Das Problem ist dann eher für Nicht-Europäer, die Aufenthaltsgenehmigung zu kriegen. Die sie kriegen, also wenn sie wir hatten letztens jemand aus dem Iran gehabt, für den haben wir eine Aufenthaltsgenehmigung und eine Handelsermächtigung erhalten. Das inhaltlich ging das relativ gut durch, hat einfach nur so seine 2-3 Monate gedauert, weil die beim Immigrationsministerium, beim Ausländeramt, würde man in Deutschland sagen, einfach viel, viel länger brauchen und viel zu tun haben, anders als das Wirtschaftsministerium, was mir eben darauf geschult ist. Aber das geht ja auch noch 2 bis 3 Monate für jemanden aus Iran, ist jetzt ja nicht, also ich meine, ist es total unvorstellbar. Nein. Gut, ich meine, wir hatten ihn ja auch entsprechend vorbereitet. Er hatte ja eine eigene Firma gegründet, er war auch in Europa schon unterwegs, um hier ein selbstständiges Unternehmen zu gründen, muss einen Businessplan vorweisen.
zeigen, dass es eben auch nachhaltig ist, was er tut. Klar, die Vorbereitung musste natürlich auch gut sein, aber dann geht es eben auch durch. Aber das dauert dann so beim Immigrationsministerium dauert das dann so seine 2-3 Monate, dass es durch ist. Wir haben viele Mandanten aus den USA in dem Bereich, die dann ihre Arbeiter mal schnell oder also ihre Informatiker mal schnell nach Luxemburg schicken wollen. Sagen, ja, können die in 2 Wochen anfangen? Müssen wir sagen, nee, in 2 Wochen geht das nicht. Wir müssen die Aufenthaltsgenehmigung kriegen und das dauert eben seine 2 Monate. Und das ist ja dann ein Schengen-Visum, oder? Das heißt, es gibt natürlich dann auch gleichzeitig Zugang zu allen anderen Schengen-Staaten. Jein, also das ist ein Schengen-Visum, klar. Also jemand, der eine Aufenthaltsgenehmigung in Luxemburg hat, der kann natürlich überall in Europa reisen. Der darf aber nicht überall in Europa leben oder arbeiten. Das ist ja genauso. Aber da gibt es viele Möglichkeiten. Jemand hier nach Luxemburg, also hier in Luxemburg ist, also dass jemand sich in Luxemburg niederlässt, sei es aufgrund eines eigenen Business, sei es aufgrund von privaten Gründen, weil Luxemburg ihm so gut gefällt oder weil er Verwandte in Luxemburg hat oder weil er sein Business in Deutschland, Frankreich, in den Niederlanden hat und Luxemburg als Basis haben möchte, um durch die verschiedenen Länder reisen zu können. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich in Luxemburg niederzulassen. Aber wenn Sie jetzt mal, ich meine, ich weiß nicht, will nicht jetzt hier zu sehr ins Detail gehen, aber der Mandant, von dem wir sprechen, zum Beispiel aus Iran, das ist ja ein gutes Beispiel. Also warum wählt sich jemand aus Iran spezifisch jetzt Luxemburg aus? Sie hatten vorhin geschrieben, Luxemburg will ja Fintech-Startups und vor allem gerne anziehen auch. Was macht die Startup-Szene in Luxemburg interessant, gerade auch im Fintech-Bereich, was jetzt zum Beispiel Deutschland oder so oder andere Länder nicht bieten können? Ja gut, das bei ihm war jetzt eine Fintech-Frage auch. Also er hat hier ein Fintech-Startup gehabt oder gegründet. Die Nähe, es gibt ja verschiedene Hubs in verschiedenen Bereichen hier. Die Nähe zu den anderen Unternehmen, der Austausch zu den anderen Startups, die alle eben auch in diesem Fintech-Bereich sind. Das war, glaube ich, das Ausschlaggebende, auch so seine Bekanntschaft zu anderen, die eben in diesem Bereich Fintech, Fondsbereich tätig sind. Die Nähe zu den potenziellen Kunden, die Fonds und Ähnliches. Man muss ja eben auch dort sein, wo eben auch die Kunden sind. Also das ist das Attraktive. Für den waren jetzt nicht die Steuern ausschlaggebend, sondern eben der Bereich, die Nähe zur Finanzindustrie, und aber auch die Nähe zu Paris. Auf der einen Seite, zu Frankfurt, auf der anderen Seite, zu Amsterdam, dass er eben auch seine Produkte eben aus Luxemburg, die er in Luxemburg entwickelt, dort eben auch vertreiben kann. Also es hat überhaupt gar nichts mit Iran zu tun gehabt. Kam eben nur mal aus dem Iran, aber sein Bereich war eben... Dann hätte er wahrscheinlich auch sein Unternehmen nicht gründen können, im Prinzip. Also in dem Moment, wenn man ein Unternehmen gründet, da gibt es ja einige solcher Länder, ist ja nicht bloß der Iran dabei, dann wird man schon Schwierigkeiten bekommen. Ich habe auch übrigens, war gestern interessant, mit einem Kollegen gesprochen, dass jetzt aus Russland auch ganz, ganz viele große Unternehmen ihre Mitarbeiter schnell aussiedeln jetzt, ne? Zum Beispiel selbst in Länder wie die Türkei und so weiter und so fort. Und für ihre Mitarbeiter versuchen also auch Niederlassungen dann für die dort freiberufliche, teilweise gewerbliche Tätigkeit oder sowas zu bekommen. Aber jetzt haben wir über Fintech gesprochen. Was mich nochmal interessieren würde zu Luxemburg, wie ist denn Luxemburg jetzt, also der Staat Luxemburg, die Regierung, zu Kryptowährungen eingestellt? Und gibt es da irgendwelche Tendenzen? Also wie sieht es jetzt aus und wo geht's hin? Ja, da brauche ich eine Glaskugel. Also Luxemburg oder die Finanzaufsicht hat auch letztens nochmal was veröffentlicht zum Umgang mit Kryptowährungen, dass Kryptowährungen auch reguliert werden sollen. Also in die Richtung geht's. Wir haben ja einige, im Moment ist es ja unreguliert. Also wir haben ja auch einige Kryptos in Luxemburg. Wir haben auch eine Bitstamp zum Beispiel, an denen Sie Kryptos handeln können, die auch von der Finanzaufsicht zugelassen sind. Also Luxemburg hat da schon einen, sagen wir mal, einen offenen Zugang zu. Allerdings
wir haben auch einige Mandanten in dem Bereich, die auch interessiert waren in Luxemburg, was zu machen, die aber dann am Ende das eher in osteuropäischen EU-Ländern gemacht haben, was für sie dann einfacher war als in Luxemburg. Weil Luxemburg drängt eben, das habe ich ja von Anfang an gesagt, eben auch die weiße Weste zu bewahren und hat eben da auch einige Auflagen, was Kryptos angeht. Also dass hier eben auch also alle Geldwäscheregeln eingehalten werden. Von der technischen Dokumentation auch alles so nachgewiesen werden muss, dass eben auch dass die Einlagen oder die Kryptos eben dadurch geschützt sind. Und das ist eben dann doch ein sehr, sehr schwerer Prozess für Kryptos. Aber wenn Sie mich, da bin ich jetzt wahrscheinlich jetzt wieder zu sehr im Detail, aber wenn Sie mich allgemein nach Kryptos fragen, stimmt es schon. Also dass Luxemburg hier sehr, da eine offene und interessierte Richtung einschlägt. Aber ich glaube, das ist bei allen Ländern so. Ich meine, EU-weit geht es ja auch in Richtung, dass die Kryptos reguliert werden sollen und eben auch vielleicht als Zahlungsmittel der Zukunft gelten soll. Aber wir selbst als Kanzlei sind schon öfters mit Kryptos konfrontiert worden, im Finco-Bereich, Dienstleistungen für Kryptowährungen, Aufsetzen von Kryptowährungen, allerdings bisher auch in einem es ist eben noch nicht richtig, obwohl es ja schon seit ein paar Jahren draußen ist, noch nicht richtig reguliert. Was sind Kryptos eigentlich? Das ist eine Währung? Sind das Tokens? Was ist das überhaupt? Wir haben auch Fonds hier, die in Kryptos investieren. Und das haben sie auch. Also es gibt viel um Kryptowährungen herum, Dienstleistungen um Kryptowährungen herum. Es gibt auch Kryptowährungen, die hier aufgesetzt worden sind, aber anders als zum Beispiel Estland oder die Tschechische Republik haben sie eben hier, Luxemburg ist jetzt nicht ein Standort, wo sie sagen können, ja klar, diese Kryptowährung kommt aus Luxemburg, nicht, sondern eher so die Dienstleistung oder der Investmentbereich im Zusammenhang mit Krypto, das werden sie eher in Luxemburg finden als Kryptowährungen, die in Luxemburg aufgesetzt wurden. Wir haben jetzt ja den einen oder anderen Mandanten, die zum Beispiel Unternehmen gegründet haben, die dann E-Money-Licenses, für Example, oder andere Finanzdienstleistungslizenzen letztlich erworben haben. Wie ist so die Zusammenarbeit mit den Behörden in Luxemburg? Wenn ich jetzt eine E-Money-License beantragen möchte für ein Unternehmen, ist Luxemburg dafür ein guter Standort? Kann ich das in einem einigermaßen, ich meine, wir wissen alle, das geht 6 Monate bis ein halbes Jahr, bis ich das habe. Aber ist Luxemburg hier, ich kann wieder zum Beispiel sagen, ich kenne jetzt Irland relativ gut, ist da der Regulator aufgeschlossen? Sind die relativ effizient? Wie ist das in Luxemburg? Ja, ein halbes Jahr mindestens. Aber Luxemburg ist da sehr aufgeschlossen. Also das gehört ja auch zu dem Fintech-Bereich dazu. E-Money auf jeden Fall. Oder die Dienstleistungen im Bereich zu E-Money oder Payment-Dienstleistungen. Also da ist Luxemburg sehr aufgeschlossen und versucht das auch schon seit Jahren zu forcieren. Ich meine, PayPal war eines der ersten und die machen keinen E-Money zum Beispiel. Also sie sind eine richtige Bank, aber die E-Money-Lizenz selbst ist ja eine kleine Bank. Und da hat Luxemburg auch ein Interesse dran, die hier nach Luxemburg zu ziehen. Und da ist eben die Finanzaufsicht, die CSF, sehr aufgeschlossen. Also am besten ist es natürlich hier zum Anwalt zu kommen, zu dem Anwalt ihrer Wahl. Ne? Wir müssen ja nicht immer zu den Big Fours gehen, die sind ja auch noch da. Und dann das entsprechend vorbereiten, ein Meeting mit der CSF, mit der Finanzaufsicht aufzusetzen, das Projekt vorzustellen und hier mit der CSF, mit der Finanzaufsicht an der Hand eben dieses E-Money-Projekt durchzuführen. Also wenn man die Finanzaufsicht von Anfang an einbindet, helfen die einem auch, sagen einem auch, in welche Richtung man gehen soll und sind da doch, also da sind die Wege doch sehr, sehr kurz. Also es ist nicht so, dass sie in ihrem stillen Kämmerlein etwas vorbereiten und dann zur Finanzaufsicht gehen, wie zu einem Richter und hoffen, naja, vielleicht nehmen sie es, vielleicht nehmen sie es nicht, sondern die Finanzaufsicht nimmt einen an der Hand und hilft einem auch, das Projekt durchzuführen, dass es eben auch durchgeht, gerade im E-Money-Bereich auch. Und das Personal, was ich brauche, zum Beispiel jetzt kompetente Officers mit den notwendigen Hintergründen, also was weiß ich, CFO oder sowas,
finde ich dann auch in Luxemburg, nehme ich an. Das finden sie auch in Luxemburg, aber die anderen suchen sie ja auch. Ja. Also Ja, klar. da ist Luxemburg doch, ja, gut. Das gibt es auch. Aber da kommen wir wieder zu einer anderen Frage zurück. Naja, das wird dann auch teuer werden, ne? Weil die sind eben alle gefragt. Und jeder sucht einen kompetenten CFO. Viele werden einfach, und dadurch wächst Luxemburg ja auch. Deswegen ist Luxemburg auch so international. Viele kommen eben aus dem Ausland. Ne? Aber ich habe hier einen Tom Russen, der das machen kann. Komm, wir bringen den hier nach Luxemburg und der macht uns dann den CFO, bevor ich dann jetzt hier jemanden in Luxemburg suche, den ich dann woanders abwerben muss. Klar, gibt es das auch. Wir in unserer Praxis sehen eher öfters, dass die dann neu eingestellt aus dem Ausland kommen, hierhin und nach Luxemburg gezogen werden, die dann woanders Erfahrung damit haben. Vielleicht auch, weil die Mandanten, die wir haben, das nicht von Scratch, wie man auf Neudeutsch sagt, also einfach nur so auf der grünen Wiese erfinden, sondern schon ihre Erfahrungen woanders gesammelt haben und auch ihre kompetenten Mitarbeiter haben und diese dann nach Luxemburg bringen, die das da machen. Also eher selten, dass sie jemanden haben, der das von null auf aufsetzt und dann noch seinen CFO und CEO suchen muss. Die haben meistens ihre Leute, die das machen. Aber klar, der Markt ist, also Luxemburg ist voll von kompetenten Leuten, die nur in diesem Bereich arbeiten, die auch alle sehr gut bezahlt werden. Ja, und die müssen sie auch finden, aber sie sind dann nicht der Einzige, der die sucht. Sehr gut bezahlt werden ist noch ein interessantes Stichwort für mich. Ich habe gelesen und konnte es kaum glauben. Luxemburg hat in der ganzen EU den höchsten Mindestlohn. Mhm. Und wenn man so Mindestlöhne schon mal gehört hat von anderen europäischen Staaten, korrigieren Sie mich, also ich glaube es immer kaum noch, aber der Mindestlohn ist wohl für ungelernten Facharbeiter bei 2.250 Euro. Ja, das stimmt. Und das sind die ungelernten. Das ist also schon interessant. Und Sebastian hat ja vor uns auch oder Sie ja auch davon gesprochen, Substanz aufzubauen. Ne? Da versteht man auch besser, warum das wirklich eine ganz schöne Herausforderung ist, in Luxemburg Substanz aufzubauen. Also ich muss für den einfachsten Facharbeiter einen Mindestlohn von 2.700 Euro rechnen. Genau. Da gibt's Länder, da kann ich, wenn ich eine Firma dort gründe, halbtags einen Geschäftsführer einstellen. Ne? So. Jetzt aber noch eine andere Sache. Wir haben also schon über ein paar Dinge gesprochen, die relativ einfach sind oder auch Herausforderungen darstellen. Wir haben gesagt, also Firma gründen für einen EU-Bürger kein Problem. Wir haben gesehen, Bankkonto ist ein Problem, wie in vielen Ländern auch. Also ein Bankkonto zu eröffnen, kann für bestimmte Gesellschaftsformen schon eine Herausforderung sein. Also es ist eine Herausforderung für die Holdinggesellschaften. Für Holdinggesellschaften ohne Substanz. Für die für Holdinggesellschaften mit Substanz, aber auch für der Autohändler, den Sie angesprochen haben, der wird sein Bankkonto kriegen, wenn er handeln will, aber andere Gesellschaften schwieriger. Fachkräfte haben wir auch gesagt, also Mitarbeiter könnte schwierig werden, muss ich aus dem Ausland vielleicht mitbringen. Na gut, es gibt genug, aber naja. Genau. Krypto haben Sie angesprochen, aber wie sieht es jetzt zum Beispiel mit einer Mehrwertsteuernummer aus? In einigen Ländern ist es schwierig, eine Mehrwertsteuernummer zu bekommen. Kein Problem. Mehrwertsteuernummer, also Sie machen eine Firma auf, beantragen die Mehrwertsteuernummer, die wird Ihnen auch erteilt. Worauf die Mehrwertsteuer also es sind zwar Finanzämter, für die Mehrwertsteuer ist ein anderes Finanzamt als für die allgemeine Steuer. Die Mehrwertsteuer, das Mehrwertsteuerfinanzamt, das Administration de l'Enregistrement, die schauen aber auch danach, wenn sie eine Mehrwertsteuernummer haben, kontrollieren sie auch, ob sie dann auch tatsächlich Substanz haben und auch tatsächlich in Luxemburg sind. Also Sie können nicht eine Gesellschaft gründen und sagen, ja, ich habe jetzt hier eine Gesellschaft mit einer Briefkastenfirma oder ähnliches und dann beantragen sie eine Steuernummer, die kriegen sie auch direkt, aber kurz danach kommt dann auch jemand von der Steuer mal vorbei und schaut nach, naja, sind sie denn auch wirklich da oder nicht? Und ist das überhaupt ein reales Geschäft? Wird hier überhaupt Import, Export, Handel oder was weiß ich betrieben? Also da wird schon nachgeschaut, also Sie kriegen die Mehrwertsteuernummer leicht, aber es wird eben auch drauf geschaut, ob denn hier auch das Geschäft, was hier betrieben wird, reell ist. Okay. Sie kriegen sie nicht, Sie kriegen sie auch, wenn sie keine Handelsermächtigung haben, weil nicht jeder braucht eine Handelsermächtigung. Aber wenn das ein Betrieb ist, der eine Handelsermächtigung braucht, wie Import, Export, dann wird das eben auch nochmal geprüft. Aber die Mehrwertsteuernummer zu erhalten, ist relativ leicht.
Gut. Ich habe fast. Ich glaube, eine Sache, wir hatten jetzt schon mehrfach Mandanten, ja, für die hat es sich als attraktiv herausgestellt, nach Luxemburg umzuziehen. Und zwar jetzt nicht direkt vielleicht, weil die Steuern in Luxemburg für natürliche Personen günstiger sind, aber weil einfach das steuerliche Umfeld weniger restriktiv ist als in Deutschland zum Beispiel. Ich denke jetzt vor allen Dingen an Dinge wie die Hinzurechnungsbesteuerung, CFC-Rules und so weiter, die ja doch nach meinem Verständnis wenigstens, natürlich gibt es die in Luxemburg, aber die sind dort vorteilhafter geregelt. Das heißt, zum Beispiel allein der Besitz einer Auslandsgesellschaft führt jetzt nicht wie in Deutschland gleich zu einem massiven Problem mit der Finanzverwaltung. Und so könnte möglicherweise Luxemburg ein interessanter Wohnsitz sein. Auch wenn jetzt die Steuersätze möglicherweise jetzt nicht besonders tief sind, aber einfach um sich hier entfalten zu können, unternehmerisch. Sehen Sie das genauso? Ja, absolut. Absolut. Auch die, was ich eben auch von Mandanten viel mitkriege oder auch selber im Vergleich dann sehe, wo ich ja schon seit 22 Jahren hier bin, dass sie eben auch viel mehr Möglichkeiten haben, eben Ausgaben steuerlich geltend zu machen, die sie eben in anderen Ländern nicht so einfach geltend machen würden oder geltend machen könnten. Also da sind die Steuerbehörden doch flexibler bisher, als es in anderen Ländern ist. Aber da spreche ich eben auch nicht aus dem Nähkästchen, sondern eher aus dem, was mir von Mandanten mitgeteilt wird, die eben aus Frankreich oder aus Deutschland hingezogen sind oder aus anderen Ländern und sagen. Und eben der Vorteil, dass sie eben auch viel mehr, nicht nur von den Ausgaben, aber auch viel mehr von den Steuern, die sie in anderen Ländern bezahlen können, wie zum Beispiel als das Schachtelprivileg viel mehr also nutzen können, was in anderen Ländern oder nicht so einfach ist. Genau. Und es ist eben natürlich, gerade wenn ich aus Deutschland komme, praktisch mit dem Auto erreichbar. Ich muss jetzt nicht einen großen Umzug planen, wie weiß das ich, nach Malta oder irgendwie sonst wohin, sondern es ist da, ich kann in Kontakt bleiben mit Freunden und Familie und so. Das ist natürlich für viele ein großer Vorteil und natürlich auch, ich sage mal, von der Kultur her doch sehr ähnlich, ja, und von der sprachlich möglicherweise auch. Ja, kommt drauf an, wohin sie ziehen. Ich meine, die Franzosen gehen eher in den Süden, die Deutschen gehen eher in den Norden. Ich meine, sie haben ja auch noch, das geht ja in den Norden relativ weit hoch, also die Mandanten aus Nordrhein-Westfalen, die setzen sich gerne, lassen sich gerne oben im Ösling nieder, direkt hinter der deutschen Grenze, also da angrenzend zu der Eifel. Und das stimmt schon. Also sich niederzulassen in Luxemburg ist recht einfach. Sie kommen im Auto überall hin. Ich habe zum Beispiel auch einen Mandant, die betreiben Geschäft in der Türkei einerseits, andererseits in ganz Europa. Die haben Tabakgroßhandel in Belgien, in den Niederlanden, in Deutschland und in Frankreich. Die haben selbst kein Geschäft in Luxemburg. Also konkret haben sie kein Geschäft in Luxemburg. Die haben sie aber in Luxemburg niedergelassen, weil sie von Luxemburg alle diese Länder am besten erreichen können und Luxemburg genau zentral in der Mitte liegt, von wo aus sie eben die anderen Länder alle wunderbar erreichen können oder eben auch die Kunden hierhin kommen können. Ja, schade nur, dass Luxemburg eben kein Meer hat. Sonst wäre es wirklich ideal. Ne? Schade, wirklich schade. Wirklich schade, ja, kein Meer. Aber wir haben einen kleinen Flughafen und der Flughafen ist eigentlich, also von Luxemburg aus können Sie wirklich, das ist auch einer der Vorteile. Also gehen Sie mal nach Frankfurt zum Flughafen, da sind Sie ewig lange unterwegs. Also um da erstmal, also nicht nach Frankfurt zu kommen, sondern um dort wegzufliegen. Und Luxemburg, der Flughafen, ist klein und fein. Und sie haben eben jeden Tag Flüge nach Frankfurt, Paris, gut, Frankfurt können Sie auch mit dem Auto hinfahren, nach Genf, nach Zürich, nach Mailand. Gut, Paris fahren sie mit dem Zug, sind sie schneller. Nach Lissabon haben sie 4 oder 5 Flüge am Tag, weil wir viele Portugiesen haben, die hier leben. Also sie kommen gut auch mit dem Flugzeug hin und auch mit dem Flugzeug weg nach Luxemburg oder eben auch nach Frankreich kommen sie gut mit dem Zug, nach Deutschland kommen sie nicht gut mit dem Zug. Das ist eher schwierig. Aber nach Frankreich kommen sie, also Paris, wie gesagt, 2 Stunden mit dem Zug, das ist eigentlich super. Da können sie morgens hin und abends zurück. Da können sie gerade zum Mittagessen hinfahren und wieder zurückfahren. Das ist schon schön.
Oder Belgien. Ich meine, unser Ikea liegt direkt hinter der Grenze in Belgien. Also wenn ich bei Ikea was kaufen will, da fahre ich gerade nach Belgien eine Viertelstunde und kaufe dort die Möbel, die ich bräuchte oder die man so braucht, ne? Wenn Sie zu Ikea einkaufen gehen würden. Also Belgien oder Brüssel sind es in 2 Stunden, Maastricht sind sie in 1,5 Stunden, Köln sind sie in 2 Stunden oder 2 Stunden 20, Frankfurt ist auch nicht so weit weg. Also das ist schon, da ist Luxemburg gut gelegen, aber wir haben kein Meer. Unser Meer ist die belgische Küste, La Côte Belge. Ja. Und da fahren sie 3 Stunden hin. Da finden sie, wenn sie Luxemburg am Meer sehen wollen, dann fahren sie entweder an die belgische Küste oder runter nach Nizza. An die Côte d'Azur. Aber das ist weiter weg. Schön. Okay. Ja, da haben wir alles durch. Denke ich, alles, ja. Soweit durch. Die Zeit ist auch rum. Ich habe noch drei ganz kurze Fragen zum Schluss, die wir immer so stellen. Und dann am Ende würden Sie noch mal ganz kurz sagen, wie Mandanten oder Interessenten Sie am besten erreichen können. Aber kommen wir jetzt mal zu unserer Rubrik, kurz nachgefragt. Ich bin im Restaurant in Luxemburg. Welches typische Gericht sollte ich einmal bestellt und gegessen haben? Luxemburg hat typische Luxemburger Gerichte, das schon. Luxemburger Küche ist eher deutsch. Rumperkischertscher müssten Sie bestellen. Das sind Kartoffelpuffer. Ansonsten, was ein typisches Luxemburger Gericht ist, was eigentlich französisches Gericht ist, das ist die Königspasteten. Das wird in Luxemburg, ich meine, das ist ein französisches Gericht, gibt es auch in Deutschland. Aber das ist so, das wird in den typischen Luxemburger Restaurants eigentlich auch immer wieder angeboten. Das müssten Sie essen. Und als Nachtisch nehmen Sie einen portugiesischen Nachtisch, weil wir eine riesengroße portugiesische Minderheit haben. Dann nehmen Sie Pastéis de Nata, kleine Küchlein, die für Portugal typisch sind, aber das ist dann auch mittlerweile eine typischer Luxemburger Nachtisch, weil den kriegen Sie in jeder Bäckerei. Ja. Okay, gut. Ja. Werden wir probieren das nächste Mal. Dann, welche Sehenswürdigkeit muss ich unbedingt gesehen haben? Die Gelefra. Das ist also Luxemburg-Stadt. Das ist ein Denkmal für die Unabhängigkeit Luxemburgs, was nach dem Ersten Weltkrieg, glaube ich, aufgestellt worden ist, aber vielleicht doch 20er Jahre. Das ist so eine Statue, die in Luxemburg-Stadt steht. Und bei dieser relativ hohen Statue auf einem wunderschönen Platz, dort hinter haben sie eben einen wunderschönen Blick auf die Ober- und Unterstadt um diese Statue herum. Und diese Statue repräsentiert eigentlich auch für die Luxemburger so den Widerstand gegen die deutsche Besetzung damals. Also soweit ich die Luxemburger Geschichte kenne, da bin ich jetzt nicht der Experte, wurde diese damals irgendwie von den Nazis entfernt und daraufhin hat sich eben dann auch viel Widerstand also ist da so der Luxemburger Widerstand auch gegen die deutsche Besetzung wurde dadurch ausgelöst. Ob das so genau stimmt, weiß ich jetzt nicht. Aber das ist so also nicht die Statue an sich, die Statue ist schon schön, aber die Gegend drumherum ist ganz schön, weil sie da einen wunderbaren Blick auf die Unter- und Oberstadt haben. Ansonsten Luxemburg an sich, eine schöne Wanderung durch die Luxemburger Schweiz, das Müllertal, das ist auch sehr schön. Ja. Okay, schön. Dann diesen Fehler muss ich unbedingt vermeiden in Luxemburg. In den Restaurants Deutsch reden. Okay, das ist doch mal ein Hinweis. Ist schwierig, aber okay. Dann, oder davon ausgehen, dass in Luxemburg jeder Deutsch kann. Also Luxemburg-Stadt, das ist sehr französisch geprägt. Oder davon ausgehen, wir sind ja in Luxemburg. Luxemburg ist eine Amtssprache. Ich mache jetzt überall, gehe ich mit einer Selbstverständlichkeit hin und rede Deutsch. Das wird vielleicht auch bei manchen sauer. Also wenn Sie dann so erstmal, wenn Sie in Luxemburg leben würden, dann müssen Sie eben auch die Luxemburger ernst nehmen, die Sprache ernst nehmen. Ne? Dann sagen Sie eben
nicht guten Tag, hier ist der Herr Müller, sondern sagen sie Moin, wie geht es? Also versuchen sie anfangen mit der Luxemburger Sprache anzufangen, da kommen sie eben auch viel besser, werden sie auch viel netter wahrgenommen, als wenn sie dann direkt, so wie man es eben aus Deutschland gewohnt ist, auf Deutsch reingeht. Man muss schon also da versuchen, sich, wenn man in Luxemburg lebt, auch ein bisschen zu integrieren und dann auch nicht direkt alles versuchen, auch wenn die Luxemburger alle Deutsch verstehen, dann richtig auf Deutsch reinzugehen, sondern dann auch so, oder nicht Tschüss sagen oder Wiedersehen, sondern Eddie, dass man da so ein bisschen die Luxemburger auch ernst nimmt und die Luxemburger Sprache ernst nimmt. Man muss ja, keiner verlangt von ihnen, dass sie richtig Luxemburgisch können. Aber das wird ihnen sicher einiges an Sympathien gewinnen, wenn sie eben da auch die Luxemburger Sprache bei den Luxemburgern ernst nehmen. Okay. Dann die Schlussfrage. Wie erreichen Sie Interessenten am besten? Übers Internet. Übers Internet. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern ich hier noch Kontaktdaten von mir eingeblendet werden. Ja, die werden eingeblendet. Ja, die blenden wir ein. Eingeblendet, ja, übers Internet, per E-Mail am besten. Wenn Sie meine Webseite dort einblenden, da finden Sie mich über die Webseite, können Sie mich direkt kontaktieren, anrufen. Ja, wenn ich nicht kann, rufe ich zurück. Ja. Okay, sehr schön. Klasse. Ja. Vielen herzlichen Dank, Herr Moyer. Herzlichen Dank, Herr Moyer. Kommen Sie vorbei. Wir sind in der Innenstadt, oder nicht in der Innenstadt, aber wir sind im Stadtzentrum, direkt gegenüber vom alten Stadion. Kommen Sie vorbei, klingeln. Machen wir gerne. Sehr gern. Ja, auch sehr interessant. Wunderbar. Okay. Vielen Dank, Herr Moyer. Macht es gut. Ja, gerne. Schönen Tag. Ja, gerne. Tschüss. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr.